Radsport ist für mich absolute Freiheit. Freiheit, die ich sofort ausüben kann und an der Haustür starten kann. Das große Glück ist eigentlich, dass ich die Zeit von fast 0 in der Mountainbike-Zeit miterleben konnte, die Entwicklung halt. Früher war ich auf jeden Fall ein kleiner Freak, der sein letztes Geld in den Anfangszeiten in das Rad gesteckt hat. Aber gut, ich meine, besser ein schöner Tick als kein. So, und hier, da das Rad, wo ich 2014 Deutscher Meister im Enduro geworden bin. Und gleich daneben ist nur noch der Rahmen leider, aber wo ich 2008 Deutscher Meister im Downhill geworden bin. Aber auch der hat seinen Platz da oben gefunden. Mein Name ist André Wagener, ich bin professioneller Mountainbiker und komme aus dem Vogtland. Also im Prinzip kam ich dazu, dass ich immer Interesse hatte. Mein Großvater mir damals schon ziemlich coole Räder gebaut hat, aus alten Sachen, so ein bisschen BMX-Style. Ich hatte dann vom Schrottplatz eine Federgabel angeschleppt von einem alten Mofa und die musste auch eingebaut werden. Das war so, ich glaube, der Einstieg zum Rad bei mir. Der richtige Startschuss für die Karriere war 1996. Dass ich da in die Wettkampfschiene reingerutscht bin, habe ich wirklich meinem Freund damals, Sebastian Schick, zu verdanken, der mich wirklich animiert hat, das eine Rennen mitzufahren. Und das zweite Rennen dann im Folgejahr, da bin ich gegen Nils-Peter Jensen gefahren, damals auch ein sehr, sehr bekannter Mountainbiker, und habe gegen ihn gewonnen und er hat mich sofort ins Team geholt. Und dann kamen eben die anderen Teams, wie das normal so üblich ist. Du willst gewinnen. Das ist einfach das Ding, warum man Rennen fährt. Man möchte natürlich schnell sein, man möchte der Schnellste sein. Grundsätzlich ist es eine Lüge, wenn jemand Rennen fährt und sagt, er will nicht gewinnen. Aber in Wahrheit ist es so, mich haben eine Zeit lang Ergebnisse nicht richtig interessiert und meine Pokale muss ich manchmal suchen, wo sie stehen. Also mein Spruch war immer, am Montag geht jeder wieder seinen Weg und das Rennen war gestern. Hier ist noch ein Trikot, was noch nicht seinen Platz gefunden hat und trotzdem schon lange hängt, was man als Deutscher Meister bekommt. Ja, da finden wir auch noch eine schöne Ecke. Also wichtige Meilensteine waren so eben 5. Platz bei der Europameisterschaft damals in Tschechien beim Slalom oder 12. Platz bei der Weltmeisterschaft im Downhill, obwohl ich in dem Lauf einen Sturz hatte. Deutscher Meister eben 2008 im Downhill, 2014 erster Deutscher Meister im Enduro, und das macht einen dann schon ein bisschen stolz auch, wenn es dann doch mal klappt, muss man auch sagen. Ich bin der Meinung, dass für mich Fahrrad immer ein Antrieb war. Dass du als Kind schon auf dem Hinterrad fahren möchtest. Und das hat sich immer mehr gesteigert. Das Gefühl ist für mich, Fahrradfahren sich auch weiterzuentwickeln und Neues zu erfahren, zu entdecken, zu erleben. Ich bin ja 2014 Deutscher Meister im Enduro geworden. Das Team hat mich unterstützt mit gutem Training und Leistungstests und allem. Und in dieser Trainingsphase kam eben raus, dass ich dann das pfeifersche Drüsenfieber hatte und musste eigentlich abbrechen. Und das hat mich relativ lang rausgenommen. Deswegen habe ich Ende 2016 gesagt, okay, Cut. Die Situation, wenn du jetzt von heute auf morgen erstmal einen Stopp reinlegen musst, die ist erstmal schon schwierig für den Kopf. Du weißt ja nicht, wie geht's jetzt weiter und was kommt danach und wie lang geht es. Das Schöne war, dass zu der Zeit vollgefederte E-Bikes rauskamen und ich quasi in meinem nicht fitten Zustand dann so langsam wieder das E-Bike nutzen konnte, um wieder reinzukommen. Außerdem war der Übergang nach der Rennkarriere für mich relativ einfach, weil ich damals schon als Testfahrer für Cube unterwegs war. Ich krieg von Cube zum Beispiel den Rahmen, der erste Prototyprahmen, den wir testen, und den baue ich dann hier in der Werkstatt ganz in Ruhe auf. Jetzt zum Beispiel mit den Fox-Dämpfern, die werden dann von der Firma vorbereitet, also für unsere Räder verschiedene Varianten. Und wir fahren dann auf einer und derselben Teststrecke raus, welcher Dämpfer am besten funktioniert, damit der Kunde, der das Rad dann fertig im Laden kauft, das perfekte Rad hat.
Biken ist für mich eigentlich mein Leben, Flucht aus dem Alltag und gleichzeitig aber auch irgendwie ein Stück mehr als ein Hobby. Und das ist eigentlich das, was ich genieße, dass ich das beides verbinden kann.